vielen Dank für die Einführung und natürlich auch für die Einladung nach Göttingen. Und ich freue mich, dass auch so zahlreich Zuhörer gekommen sind. Eben ist auch noch ein Mitglied unseres Teams aus Marburg gekommen. Die begrüße ich jetzt auch noch. Sie haben ja schon ein bisschen mitbekommen, was ein Teil der synthetischen Biologie ist, dieser iGEM-Wettbewerb. Ich werde versuchen, Ihnen einen Begriff oder meinen Begriff von der synthetischen Biologie oder meine Anschauung nahezubringen. Der Titel Chancen und Möglichkeiten ist natürlich ein gewisser Pleonasmus. Normalerweise heißt es immer Chancen und Risiken, aber die Risiken sind diesmal ausgegliedert worden in den zweiten Vortrag, beziehungsweise in die ethische Betrachtung, sodass ich hier den Optimisten spielen soll und Ihnen sagen soll, was man mit der synthetischen Biologie alles machen kann. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend aus verschiedenen Gründen, aber ich werde Ihnen versuchen, so die Idee oder die Grundlagen der synthetischen Biologie ein wenig nahezubringen. Am Anfang steht natürlich die Frage, was ist eigentlich synthetische Biologie? Ich weiß nicht, was Sie sich darunter vorstellen. Ich glaube, es hat Umfragen gegeben, die meisten Leute haben sich irgendwas darunter vorgestellt. Und das ist wahrscheinlich auch so, weil auch die synthetischen Biologen da ganz unterschiedlicher Ansicht sind. Und ich werde Ihnen am Ende sagen, dass es nach meiner Meinung so zumindest 3 Hauptrichtungen gibt der synthetischen Biologie, die teilweise sehr unterschiedlich in ihrem Ansatz sind, aber auch in den Auswirkungen oder auch zum Beispiel vielleicht auch in der kritischen Betrachtung, in der Einschätzung eines Risikos. Vielleicht am bekanntesten oder in der Öffentlichkeit am deutlichsten hervorgetreten ist die synthetische Biologie vor 2 Jahren. Da las man in vielen Zeitungen solche Schlagzeilen. Sie erinnern sich vielleicht noch, ist ja auch schon wieder eine Weile hin, irgendwann waren wir mal Papst. Wir sind es ja immer noch Papst, aber hier im Jahr 2010, das ist ja quasi von 9 Jahrtausend, nur 1%, 10 Jahre des neuen Jahrtausends sind vergangen und schon ist die erste Jahrtausendsensation da. Man fragt sich natürlich, wie viele Jahrtausendsensationen sollen dann noch kommen, aber die erste Jahrtausendsensation, jedenfalls laut Welt Online, war eben, wir sind jetzt auch noch Gott. In diesem Falle nicht nur wir Deutschen, sondern wir als Menschheit anscheinend, insbesondere in Form von Herrn Craig Venter. Der hat nämlich ein Kunstlebewesen erschaffen. Dieses Kunstlebewesen sehen Sie hier, es schaut Sie mit seinen schönen blauen Augen an. Das sind natürlich keine blauen Augen, sondern das sind Bakterienkolonien. Deswegen der Größenmaßstab ist hier in dem PDF oder so etwas verrutscht. Das ist im Mikrometerbereich. Das sind so Kolonien, wie Sie sie eben in dem iGEM-Vortrag gehört haben, nur dass die hier noch ein Gen exprimieren, was sie dann auf der Platte blau werden lässt. Und daran sieht man auch, dass es sich hier um einen veränderten Stamm handelt. Und dieser Stamm wurde dann Mycoplasma mycoides JCV1 Syn 1.0, so in Microsoft-Versionsanlehnung, getauft. Die Frage stellt sich natürlich jetzt in verschiedener Hinsicht, ist das schon künstliches Leben? Ich werde Ihnen nachher erklären, was dort eigentlich gemacht worden ist. Aber das ist so vielleicht, wie die synthetische Biologie wahrgenommen wird und wie sie auch nach außen auftritt. Wir sind in der Lage, künstliches Leben zu erzeugen. Warum oder was verbirgt sich dahinter? Es gibt Definitionen, es gibt mehrere Definitionen. Ich habe eine mal hier herausgesucht, auf die vielleicht viele synthetische Biologen sich einigen können. Es heißt dort, synthetische Biologie sei das Design und die Herstellung neuer biologischer Teile, Apparate und Systeme, die zumindest nicht in dieser Form, in der Natur existieren. Auch versteht man natürlich darunter das Redesign bestehender biologischer Systeme mit dem Ziel, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel so schnell wie möglich zu schwimmen. Vielleicht auch noch nicht die Bahn so zu kreuzen. Ich glaube, dieser Gewinner da eben, der wäre wahrscheinlich bei der Olympiade disqualifiziert worden. Also insofern machen diese biologischen Systeme dann plötzlich etwas, was unter einem bestimmten Zweck steht. Das ist wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Und es fiel auch schon eben das Wort Ingenieure. Dieses Ingenieursdenken ist eben ein wichtiger Aspekt, da werde ich gleich drauf einkommen. Und Ingenieure machen vieles, aber eines ist allen Dingen gemeinsam, die Ingenieure machen, die Dinge sind in der Regel nützlich. Sonst hätte ein Ingenieur keinen Spaß. Ein Auto fährt, es fährt schnell, ein
Bakterium soll schwimmen, es soll in die richtige Richtung schwimmen, es soll schnell schwimmen. Also man verbindet eine gewisse Absicht damit und hofft, dass man die Bakterien oder Zellen oder lebenden Systeme dann dazu bringt, das auch zu machen. Warum haben sich, und das ist vielleicht das vortretendste Kennzeichen, in den letzten Jahren dann überhaupt die Ingenieure dafür interessiert, für die Biologie? Ingenieure haben vorher eigentlich immer mit nicht lebenden Materialien gearbeitet. Sie bauen Brücken, sie bauen Autos, Atomkraftwerke, Kugelschreiber, wie iPhones, was auch immer. Alles sehr nützliche oder auch unnütze Dinge, aber auf jeden Fall machen sie etwas. Und das machen sie deswegen, weil sie natürlich physikalische Gesetze ausnutzen, sie nehmen Materialien, deren Eigenschaften sie kennen, und sie bauen damit etwas, was einen Zweck erfüllt. Wenn man mit dem Ingenieursblick jetzt sich die Natur anschaut, die Biologen sind dafür gar nicht so geeignet, aber manchmal machen sie es auch, dann sieht plötzlich ein Bakterium folgendermaßen aus. Es ist dann im Prinzip plötzlich ein Apparat oder eine Maschine. Diese Maschine hat zum Beispiel hier unter Punkt 4 einen Fortbewegungsapparat. Das ist für die Motility da. Es hat natürlich irgendwie eine Hülle und eben wurde schon gesagt, es hat auch zum Beispiel sowas wie kleine Kameras oder so Sensoren an der Oberfläche. Plötzlich wird dieses Bakterium so beschrieben, als sei es ein technisches Ding. Die DNA zum Beispiel, und das ist ja fast schon ein Gemeinplatz, bekommt dann die Funktion, logische Verknüpfungen oder Kommunikationsverbindungen herzustellen. Das heißt, die Betrachtung eines natürlichen Lebewesens aus so einer Ingenieurssicht, da bekommt im Prinzip die Zelle eine Art apparativen Aufbau. Es besteht aus Teilen, die Funktionen erfüllt, und diese Funktionen sind in gewisser Weise austauschbar und veränderbar. So wie wir eben gesehen haben, man kann den Rezeptor verändern und dann schwimmen Sie zu der Aminosäure, plötzlich würden Sie davon wegschwimmen oder Sie schwimmen irgendwo hin, wo Sie sonst gar nicht hingeschwommen wären. Das machen Sie eben deswegen, weil der Schwimmapparat ist gleich, aber der Rezeptor wird einfach ausgetauscht, man nimmt ihn heraus, setzt einen neuen hinein und schon erkennen Sie eine andere Substanz. Das heißt, dieser synthetischen Biologie aus dieser Ingenieurssicht liegt eine gemeinsame Grundannahme zugrunde, dass nämlich jedes biologische System als Kombination individueller funktioneller Elemente angesehen wird. Und diese können im Prinzip neu konfiguriert werden. Und Sie werden sehen, das Prinzip der Biobricks ist eigentlich immer das gleiche. Man hat so einen modularen Aufbau und das bedeutet eben, ob das nun Legosteine sind, ich kann diese Module nehmen und sie neu zusammenzustecken. Es ist nicht, wie vielleicht ein klassischer Biologe sagen würde, ist nicht ein ganzes Wesen, das nur so funktioniert, wie es funktioniert, sondern letztlich würde man sagen, ich kann da meine Grafikkarte rausziehen und eine neue Grafikkarte reinstecken. Oder ich kann, das werden wir nachher sehen, wie Herr Craig Venter das sagt, ich kann das System der Bakterienzelle rausnehmen und es mit einem neuen System rebooten. Genauso hat er das wörtlich genannt, diese Erzeugung dieser neuen Zellen. Und dann in dieser vergleichenden Betrachtung, ich habe diesen englischen Titel einfach mal gelassen, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, ihn zu übersetzen und es auch nicht gelang richtig, sieht man, dass im Prinzip diese Betrachtung natürlich zum Beispiel von eben technischen Beschreibungen geleitet ist. Wenn man sich Computer anschaut, dann bestehen die, wenn man ins Kleinere geht, natürlich aus Platten, aus irgendwelchen Hauptplatinen, aus Grafikkarten, die bestehen wiederum aus integrierten Schaltkreisen, die bestehen aus logischen Schaltelementen und die sind natürlich irgendwann auf dem sogenannten physikalischen Ebene verwirklicht durch Transistoren, Dioden, Widerstände und so weiter. Genauso kann man jetzt auch lebende Systeme beschreiben, die bestehen aus biochemischen Molekülen, die miteinander wechselwirken, die schließen sich zu größeren Signalwegen zusammen, bilden dann eine Zelle und nach oben bilden die Gewebe und Organismen, so wie die Computer zu Netzwerken verbunden sind. Und in dieser Betrachtungsweise, das ist die Ingenieursbetrachtungsweise, dann kann man jetzt anfangen zu arbeiten. Ich kann eben in dem Computer neue Schaltkreise erdenken, ich kann neue Verbindungen schaffen und das ist im Prinzip für Ingenieure ein Betätigungsfeld und Sie sehen, da sind sie auch grenzenlos neugierig und sehen eigentlich auch keine Begrenzung. Es ist ihnen eben nichts zu schwören. Und auch das, wenn man fragt, was macht eigentlich die besondere
Qualität der modernen Ingenieurskunst aus, dann sind das häufig solche Sachen. Dinge werden modularisiert, sie werden standardisiert und sie werden automatisiert. Nicht? Wenn heute ein Auto nicht mehr fährt, dann wird da gar nicht mehr viel rumgeschraubt, dann wird irgendwie eine Elektronikkarte rausgenommen, eine neue reingesetzt, weil das Ganze irgendwie in einem Modul ist und wenn es nicht mehr funktioniert, wird es einfach ersetzt. Das heißt, man hat Module, die sind standardisiert, Sie wissen, wie wichtig die Normung ist in der Technik und am besten funktioniert das Ganze natürlich noch automatisch. Jetzt kommt ein etwas kompliziertes Bild und dieses Bild ist jetzt eigentlich aus dem sogenannten Gründungsdokument der synthetischen Biologie von Drew Endy, auch immer noch einer der Wortführer der synthetischen Biologie. Das nannte sich, glaube ich, Foundations of Genetic of an Engineering Biology. Also letztlich so eine Grundlage der biologischen Ingenieurskunst. Und Sie brauchen das hier nicht zu verstehen, aber was hier dargestellt ist, ist eben so, wie Ingenieure miteinander reden. Wenn einer ein Auto baut, dann sagt er, ich brauche eine Lichtmaschine. Und dann kriegt er und gibt er bestimmte Spezifikationen vor und sagt, die muss das und das können. Dann gibt es andere Ingenieure, die bauen Lichtmaschinen. Und dann liefern die ab und dann sagt er, wunderbar, hier ist meine Lichtmaschine. Er muss sich nicht darum kümmern, wie eine Lichtmaschine funktioniert. Während genau der Lichtmaschineningenieur auch nicht wissen muss, wie das Auto funktioniert, wofür die gebraucht wird. Man tauscht im Prinzip Informationen aus, man gibt Spezifikationen, bekommt das dann und das baut man dann ein und es gibt Ingenieure, die arbeiten auf dem untersten Level, die bauen vielleicht Lichtmaschinen zusammen, es gibt welche, die bauen die irgendwo ein und welche bauen größere Systeme. Und das ist im Prinzip die Idee gewesen, warum sollte man das nicht auch mit biologischen Systemen machen? Man möchte also Teile haben, die bestimmte Funktionen erfüllen, die haben Spezifikationen und ich muss mich letztlich als Ingenieur nicht darum kümmern, wie das funktioniert. Ich weiß nur, was die können und was sie nicht können. Daraus ist diese BioBricks-Idee entstanden, wo Sie eben eine schöne Einführung bekommen haben. Und diese BioBricks sind eben in einem Katalog zu erhalten, wo ich einfach nur sage, was möchte ich haben. Es gibt hier einen Catalog of Parts and Devices, also Teile und Geräte. Und dann sage ich gerne, ich möchte einen Promotor, der kann das und das, was auch immer das sei. Oder ich möchte einen Schalter, ich möchte einen Inverter, ich möchte einen Verstärker. Das heißt, man bestellt Module, die dann hoffentlich so funktionieren, wie sie beschrieben sind. Aber das war eigentlich die Idee. Und das Ganze sollte dann eben so kinderleicht sein, dass man sogar Studenten damit spielen lassen kann. In einem berühmten Comic, der wahrscheinlich der einzige Comic, der so jeweils veröffentlicht worden ist, als eine Beilage eines Nature Papers erschienen ist. Zu diesem Nature Paper gibt es die Abenteuer der synthetischen Biologie und da ist typischerweise der eigentliche Held ist dieser quasi kleinwüchsige oder halbwüchsige Junge, der hier von dieser synthetischen Biologenchefin im Prinzip dann angeleitet wird und sie erklärt ihm das Prinzip. Hier heißt es in der deutschen Übersetzung, der springende Punkt von all dem aber ist, dass man all das in eine Blackbox stecken kann, damit man es nicht im Kopf behalten muss. Sagt ein bisschen was über die Ingenieure aus, nicht? Also die sind immer froh, wenn sie gar nicht nachdenken müssen, wie das funktioniert, Hauptsache es funktioniert. Und dann am Ende natürlich genial, genetische Module, werde mir mal eine ganze Menge davon basteln. Nicht? Also hier sehen Sie der Basteltrieb und dann Fortsetzung folgt, da geht es dann weiter. Das ist im Prinzip diese Idee, wir haben es eben gehört, dass man letztlich, was auch immer man will, mit solchen Bausteinen dann zusammenbasteln kann. Als Beispiel hier mitgebracht, jetzt im Laborbetrieb oder im Prinzip auf dieser, will nicht sagen spielerischen Ebene, man kann zum Beispiel sagen, Bakterien, es gibt Bakterien, die leuchten. Und ein Problem in der Biologie, das auch ein wirkliches Problem ist, es gibt sehr viele Vorgänge, die sind rhythmisch. Die passieren und sie schalten sich wieder ab und sie schalten sich wieder ab. Und man hat sich überlegt, wie kann man solche rhythmischen Sachen machen. Links sehen Sie einen abstrakten Schaltkreis und der besteht eben aus solchen BioBricks oder solchen genetischen Elementen. Und wenn man die in geeigneter Weise verknüpft, dann bekommt man eben ein Bakterium und wenn Sie jetzt gucken, das vermehrt sich aber gleichzeitig, gucken, ob es hier, nee, das war jetzt zu weit, dann will es jetzt doch nicht. Okay, es ist egal. Jedenfalls dieses Bakterium vermehrt sich und dann leuchtet es grün, es schaltet sich wieder ab, es blinkt sozusagen, ein biologischer Und das kann man im Prinzip den antrainieren
Und dann hat man gesagt, ich habe aus diesen einfachen Elementen ein solches System gebastelt. Und daher kommt diese Idee, dass aus diesen Biobricks, und es steht ja auch in dem Titel der heutigen Veranstaltung, dass man die wie Lego-Steine betrachten kann oder wie ein Legoland. Und hier wird natürlich schon eine zweite Assoziation wieder beschworen. Mit diesen Biobricks kann man anscheinend einen Schöpfungsprozess, der ja zumindest in dieser Darstellung aus einer bestimmten Sicht Gott vorbehalten war, dann mal eben locker so mit der linken Hand aus Legosteinen nachbauen. Es ist natürlich die DNA, die hier gebastelt wird. Dieses Schöpfungsmodell taucht immer wieder auf, auch in dem Artikel von Craig Venter heißt es, soweit ich weiß, auch bewusst gewählt, heißt es Creation of a cell with synthetically synthesized DNA, chemically synthesized DNA, also das Wort Creation ist wichtig. Zumindest hat man da immer die Assoziation von solchen Alchemisten, die da etwas zusammenbasteln. Dieses Bild zum Beispiel habe ich auf der Webseite von Sheriff Manzi gefunden, der in Italien eine synthetische Biologie-Arbeitsgruppe leitet. Das heißt, das ist das Selbstverständnis. Ich komme jetzt noch einmal kurz zurück, weil ich zum Ende des Vortrags auch um den anderen was Anhalts- oder Anknüpfungspunkte zuzuspielen, stellen sich natürlich bestimmte Fragen auch zur synthetischen Biologie. Also es hieß am Anfang, das sei eine künstliche Zelle geschaffen worden. Hier auf diesem Bild ist dargestellt, was in dem Venter-Labor gemacht worden ist. Das ist in gewisser Weise, es ist eine sehr geniale Leistung. Was gemacht worden ist, ich weiß nicht genau, was jetzt passiert, wenn ich hiermit mache, ist, man hat im Prinzip aus einem Bakterium, aus diesen blauen Bakterien, hat man im Prinzip eigentlich die DNA herausgeholt und sie dann erstmal in Hefezellen hineingesteckt. Und dann hat man sie dort wieder herausgeholt, das war das erste Versuch, und hat sie dann in eine Zelle hineingesteckt, wo man die eigene DNA zerstört hat. Dann wurde diese Zelle plötzlich zu der Zelle, wo die DNA herkam, aus dieser hier. Man hat also im Prinzip hier ein Genom transplantiert. Das ist so, als würden wir auf menschlicher Ebene wahrscheinlich sagen, mein Gehirn rausnehmen und das Gehirn meiner Frau reinnehmen, dann denke ich wahrscheinlich wie meine Frau. Sie hätte das manchmal ganz gerne, aber sie hat dann natürlich keins mehr. Also so würde man sagen, die Identität dieses Bakteriums oder praktisch die Identität des Bakteriums hat sich geändert. In dem zweiten Schritt, der dann eigentlich diesem Artikel zugrunde lag, fällt im Prinzip dieser Isolierungsschritt weg und man hat eigentlich Folgendes gemacht, man hat diese DNA hier komplett synthetisch erzeugt, das heißt chemisch aus Bausteinen zusammengesetzt. Das heißt, ich brauche gar keinen Ursprungsorganismus mehr, sondern ich kann mir eine DNA zusammenbasteln. Und da liegt natürlich jetzt praktisch das Potenzial. Man kann sich dieses Genom eines solchen Bakteriums jetzt praktisch nach Wunsch zusammenstellen. Ich gebe die Sequenz in den Computer ein und dann bekommt dieses Bakterium eine Sequenz. Die Kritik daran war immer, das ist natürlich auch in dem Experiment immer noch die Sequenz gewesen eines bereits existierenden Bakteriums, was letztlich kopiert wurde, aber es hat funktioniert und es sagt mir als Genetiker natürlich die beruhigende Mitteilung, ja, die DNA ist wichtig und wenn die DNA in einer Zelle drin ist, dann verhält sich das Bakterium so, wie die Gene es ihm sagen. Egal, ob die DNA jetzt synthetisch hergestellt worden ist oder aus einem Bakterium herausgenommen worden ist. Und damit eröffnen sich natürlich Möglichkeiten. Ich kann jetzt praktisch diese DNA nach Belieben verändern. Ich kann bestimmte Gene rausnehmen und ich kann alle Gene verändern, wenn ich es möchte. Ich kann mir diesen Organismus nach Wunsch zusammenstellen. Das heißt, zum ersten wurden diese Genome transplantiert und das nennt sich dann eben Rebooting und man kann diese DNA komplett synthetisch herstellen. Und die technischen Möglichkeiten zur DNA-Synthese sind inzwischen so auch finanziell oder wirtschaftlich günstig geworden, dass man das wirklich in der Tat machen kann. Auf Genomebene kostet das natürlich noch eine Menge, aber auf Genebene ist das sogar schon für Labore und iGEM-Gruppen erschwinglich geworden. Ich komme jetzt vielleicht am Ende zu den Aspekten, die mich selber interessieren, da ich kein Anwender bin und auch kein Ingenieur, interessiert mich natürlich dahinter, was kann man mit synthetischer Biologie eigentlich machen. Und für mich interessant ist, dass man natürlich, wie
wie man das oder wie meine Kinder das machen, wenn sie etwas auseinandernehmen und hoffentlich wieder zusammensetzen, dann lernen sie etwas dabei, wie etwas funktioniert. Wenn man etwas auseinandernimmt, funktioniert es erstmal nicht mehr und wenn man das in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenbaut, funktioniert es wieder. Und das kann man natürlich mit synthetischer Biologie in gewisser Weise machen, und zwar nicht nur in dem Verständnis des Bestehenden. Und hier ist ein Vergleich von dem Wendell Lim gemacht worden. Das ist eigentlich das, was die organische Chemie im letzten Jahrhundert, Anfang im letzten oder im vorletzten Jahrhundert schon, sie hat sehr komplizierte Naturstoffe genommen. Sie hat gelernt, durch die Analyse den Aufbau dieser Moleküle zu verstehen, aber die grundlegende Verständnis galt immer, wenn ich es schaffe, diesen Naturstoff wieder zu synthetisieren, eine sogenannte Totalsynthese, dann habe ich verstanden, wie er eigentlich aufgebaut wird. Und das ist die Analogie, die man machen kann. Auch biochemische und aus chemischer Sicht sind das nicht kovalente Systeme, kann ich im Prinzip verstehen, indem ich sie quasi auseinandernehme, in diese Module zerlege und sie dann wieder zusammensetzen. Und dann gibt es eben über diesen Verständnisaspekt eine zweite Möglichkeit, so wie natürlich die organischen Chemiker auch gelernt haben, synthetische Moleküle zu machen, also zum Beispiel synthetische Fasern, Nylon etc., die gibt es in der Natur ja nicht. Ich habe aber praktisch in der Chemie gelernt, wie ich das zusammenzusetzen habe. So kann man natürlich jetzt auch durch eine neuartige Anordnung dieser Module synthetische, künstliche Zellen erzeugen, die es so in der Natur bisher noch nicht gegeben hat. Und in meiner Sicht, in dieser Kurzfassung, kann man quasi so 3 Geschmacksrichtungen unterscheiden in der synthetischen Biologie. Und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich habe es noch in einem Schema gleich noch zusammengefasst und dann bin ich auch am Ende. Man kann im Prinzip, und das ist das, was ich eigentlich die meiste Zeit beschrieben habe, in diesem ingenieursmäßigen Denken, natürliche Bausteine nehmen. Diese DNA-Elemente sind ja quasi aus der Natur zumindest entliehen. Damit kann ich was Neues machen, zum Beispiel Zellen, die blinken. Es gibt auch Experimente, wo die Zellen bis 3 zählen und dann fangen sie an zu leuchten. Man kann alles, es gibt welche, die rechnen oder verknüpfen Informationen oder rennen oder schwimmen um die Wette. Das ist die eine Möglichkeit, das ist so diese ingenieurstechnische Veränderung. Ich kann aber auch, und das ist eine andere Richtung, teilweise hier in Göttingen, wahrscheinlich von Heinz Neumann, wird sich vielleicht ein bisschen wiederfinden. Man kann auch praktisch sagen, ich möchte die Zellen eigentlich anders machen, grundsätzlich anders machen. Das kann sogar so weit gehen, dass man sagt, mache einfach die DNA anders. Es gibt ja Proponenten, die sagen, dadurch wird das Ganze sogar sicherer, weil wenn die so anders sind, dass sie mit der natürlichen Organismen gar nichts mehr zu tun haben, dann können sie eigentlich dort auch zumindest nicht in Freisetzungsexperimenten eigentlich Geninformationen austauschen. Eine dritte Richtung ist die Versuch, die Evolution praktisch zu rekapitulieren und sagen, wie gelingt es eigentlich, so eine lebende Zelle zu erzeugen aus einfachsten Bestandteilen. In so einem Schema würde man sagen, die Evolution hat eigentlich hier unten mal angefangen, auf dem Weg von hier bis hier. Das hat schlappe 3 Milliarden Jahre gedauert. Aber die synthetischen Biologen sagen natürlich, das machen wir in den nächsten 10 Jahren. Wahrscheinlich nicht, würde ich vermuten. Was ich Ihnen die ganze Zeit viel beschrieben habe, ist praktisch so eine Art Parallelleben. Das ist dieses Leben aus natürlichen Bestandteilen, aber die machen es anders. Ein interessanter Aspekt, zu dem ich gar nicht gekommen ist eben diese Form, praktisch etwas Lebendiges zu schaffen aus Material, aus veränderter DNA oder aus einem veränderten genetischen Code, was mit dem normalen Leben eigentlich nicht so viel zu tun hat. Dann ergeben sich einige Fragen. Ich überspringe das einfach, das ist die Reprogrammierung des genetischen Codes. Aber gerade bei den Protozellen stellt sich natürlich die Frage, wann ist eigentlich eine Zelle lebendig? Bei der chemischen Veränderung verändert sich eigentlich, wann ist sie eigentlich nicht mehr lebendig? Wie viel muss sich verändern, dass sie nicht mehr lebendig ist? Und es stellt sich natürlich dann auch überhaupt natürlich auch die Frage nach der biologischen Definition des Phänomens Lebens. Und Anna Desplassis wird uns wahrscheinlich vielleicht etwas erzählen. Was ist denn, wenn irgendwas Chemisches plötzlich anfängt zu leben? Müssen wir das im Prinzip jetzt in unseren Umgang mit lebendiger Natur eigentlich einbeziehen oder nicht? Also es gibt so etwas wie eine Ethik der Protozellen. Damit bin ich am Ende. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, dem Mikrozentrum in Marburg, für die Unterstützung, insbesondere auch
unseres Teams und bin bereit, ganz sehr gerne natürlich hinterher, wie mir gesagt wurde, die Fragen zu beantworten, die Sie sich hoffentlich jetzt alle gemerkt haben, damit wir dann nachher in der Podiumsdiskussion eine spannende Diskussion haben. Vielen Dank.